church, Gemeinde, God is inspiring us und Gott inspiriert uns, to carry out His plan for His people. um seinen Plan für seine Menschen auszuführen. We exist as a church Und wir sind als Gemeinde dafür da, to reach out and enrich the lives of people. Menschen zu erreichen und ihre Leben zu bereichern. That is the plan of God for His people. Und das ist Gottes Plan für seine Menschen. That's why Jesus gave us the Great Commission. Go ye and make disciples of all nations. Und deswegen sagt Gott zu uns, wir sollen hinausgehen und die Menschen zu Jüngern machen. And that's why God has given us this property, Und deswegen hat er uns diesen Platz gegeben, to reach out to people and make disciples. um Menschen zu erreichen und sie zu Jüngern zu machen. And that's what we're going to use this property for. Und deswegen möchten wir diesen Platz, dafür möchten wir es benutzen. Somebody told me something which I really agree with. Jemand sagte mir etwas, womit ich wirklich einverstanden bin. The church should not just look for a building, for a property Die Kirche sollte nicht nur nach einem Gebäude suchen, like this, wie dieses hier, just to use it for Sunday service and Wednesday service. nur um es am Sonntag und am Mittwoch zu gebrauchen. And then all the other time it's closed. Und an den anderen Tagen ist es geschlossen. That is wasting resources. Das ist Ressourcenverschwendung. A building like this, a property like this, Ein Gebäude wie dieses hier. all through the week we need to have activities which we used to reach the people in the community. Sollten wir Aktivitäten anbieten, damit wir die ganze Gemeinschaft erreichen. And as I said, I've been for more than 10 years, I've been a children worker, Und seit mehr als 10 Jahren arbeite ich mit Kindern, where I've been involved with King's Kids mit King's Kids zusammen and worked at reaching children in the community. und wir haben Kinder überall erreicht. And I've seen the benefit of a church being involved in children's ministry during the week. Und ich habe gesehen, was für einen großen, guten Einfluss das haben kann, wenn eine Gemeinde sich involviert. For about more than 3 years, Und mehr als 3 Jahre Sister Mitzi and myself, we have been leading a children's ministry during the week in another church. haben wir einen Kindertreff in der Woche geleitet in einer anderen Gemeinde. And we've just seen how effective it is. Children and parents who do not come to church on Sunday, even Muslims, Und wir haben gesehen, wie effektiv das sein kann, dass Kinder und auch Eltern, die auch gar nicht in die Kirche gehen, und auch Muslime, they come to the activities during the week. dass sie während der Woche zu diesen Aktivitäten kommen. And in the activities, we have a Bible story. Und dann haben wir eine Geschichte aus der Bibel. We sing together. Wir singen zusammen. And then we have different workshops Und dann haben wir verschiedene Workshops, that we do with the children and also the parents. die wir mit den Kindern und auch mit den Erwachsenen tun. But when we are involved with them in these different activities, Und wenn wir mit ihnen involviert sind, we are always looking for an open door, open opportunity suchen wir immer nach geöffneten Türen und Möglichkeiten, to pass on Christian values. dass wir die Werte des Christentums weitertragen. Amen. And that's what God put in our heart as a church, even as we get this property, Und das hat Gott auch in unser Herz gelegt, wenn wir dieses Gebäude hier haben, that we will have children's ministry. dass wir auch hier einen Kindertreff anbieten. Now, we have some equipments, like for example, the 2 kickers, King's Kid, they sold it to us for our children's ministry. Und wir haben zum Beispiel diese 2 Kicker, die wir von King's Kids bekommen haben. And one couple, they sold the table tennis Und ein Equipment. Ehepaar hat uns die Ausstattung für einen Tischtennis for gegeben, the children's ministry. damit wir das für die Kinder gebrauchen können. But at the same time, Aber gleichzeitig they gave 1,000 euro. haben sie uns 1.000 Euro gegeben. They said, okay, you buy trampoline, you buy football torrent post for the children and other equipments for the children's ministry. Und sie haben gesagt, dass wir damit Tore kaufen sollen zum Fußballspielen oder ein Trampolin. So this week
we've already ordered some equipments for the children's ministry. Also diese Woche haben wir einige Sachen für die Kinder bestellt. And as Sister Mitzi says, on the 2nd of August, we have the children from Horde coming here for Ausflug. Und wie Schwester Mitzi sagte, am 2. August wird der Ausflug sein von den Kindern in Hörde, dass sie hierher kommen. But now it means starting August every Thursday, Aber jetzt machen wir dann vom August an jeden Donnerstag, we will have children's ministry going on here and youth ministry. dass wir jeden Donnerstag diesen Kindertreff und Jugendtreff anbieten können. Now, I'm mentioning this just to say this. Ich sage euch das nur, If you have a heart for children and a heart for youth, um euch zu sagen, wenn du ein Herz für Kinder oder Jugendliche hast and you can make time, und wenn du dir die Zeit nimmst, you register with Sister Alice. dann kannst du dich an Schwester Alice wenden. We need your help. Wir brauchen deine Hilfe. We are still believing God for finances for the children's rooms and even for the football field. Wir glauben auch noch daran, dass Gott uns die Finanzen gibt für den Kinderraum und für das Feld da vorne. But I'm seeing this is a place that God is going to use us to reach many people in this community and even far. Aber ich glaube, Gott wird diesen Ort gebrauchen, dass wir Menschen erreichen, hier und auch in der Ferne. So let's stay connected. Also lasst uns verbunden bleiben. I ask you that let's continue praying for the success of this project. Und lasst uns auch weiter beten für den Erfolg dieses Projekts. We talk with people, we talk with churches, and we believe God for sponsors. And from time to time, God is giving us people to connect with us and to support the project. Und wir lassen uns weiter beten und mit Menschen reden, die uns unterstützen können. Und Gott wird uns helfen. And do you know what? Und weißt du was? He who began the good work in us and with us and through us Derjenige, der das gute Werk in uns und mit uns und durch uns angefangen hat, will complete it. wird es auch zu Ende bringen. Can I hear an enthusiastic amen? Kann ich ein Amen hören? Again. Amen.